Ich habe mir wie wahrscheinlich zig Millionen andere am Release-Wochenende Red Dead Redemption 2 gekauft. Aber das ist doch gar nicht Red Dead Redemption 2. Ja, ich weiß, dass es das hier nicht ist, sondern Call of Juarez. Ich habe halt kein Gameplay von der PlayStation, also psst. Im Gespräch mit einem Arbeitskollegen darüber fiel mir plötzlich auf, wie schwer es mir fällt, mich voll und ganz auf das Spielen des Spiels zu konzentrieren. Und ich fragte mich, warum das so ist. Man muss wissen, dass ich eigentlich ein reiner PC-Spieler bin. Die einzigen Konsolen, die ich in den letzten Jahren besessen und bespielt habe, waren die Nintendo Wii, der Nintendo DS und eine alte PlayStation 1. Anfang des Jahres wuchs in mir aber die Lust auf eine PlayStation 4. Aufgrund der vielen exklusiven Spiele und der Tatsache, dass mehr oder weniger alle wichtigen Xbox One-Titel auch für Windows 10 herauskommen. Da der Preis auch vertretbar war, wurde sie also angeschafft. Nun aber zu meinem Problem mit der Konzentration. Das ist kein Problem, das sich speziell bei Red Dead Redemption 2 einstellt, sondern ein generelles bei mir. Es ist sehr lange her, dass ich ein Spiel über mehrere Stunden gespielt habe, ohne etwas anderes nebenbei zu machen. Hauptverantwortlich dafür sind wohl meine Bildschirme. Seit mehreren Jahren habe ich 2 Stück davon. Das ist ultra praktisch. Man kann auf einem sein Spiel offen haben und auf dem anderen Teamspeak, den Steam-Chat oder aber YouTube-Videos. Und da es so praktisch ist, nutze ich die beiden auch so. Zulasten der Spiele. Denn während man bei einem Bildschirm immer dazu gezwungen ist, herauszutappen, um nachzuschauen, ob sich irgendetwas getan hat, wird man bei 2 Bildschirmen immer in Echtzeit auf dem Laufenden gehalten. Man muss nur einmal von rechts nach links gucken. So kam es, dass ich in den letzten Monaten und wohl auch Jahren immer mehr dazu übergegangen bin, simple Spiele zu spielen, bei denen ich nebenbei immer mal für ein paar Sekunden abgelenkt sein kann. Problematisch ist auch meine Vorliebe für Podcasts und Hörspiele. Ich höre nämlich diverse Podcasts. Auf ein Bier, die Lester-Schwestern, Fest und Flauschig, Beste Freundin und noch einige andere. Alle davon bringen pro Woche zusammen bestimmt 1 Dutzend Stunden an Hörstoff heraus, der gehört werden will. Da ich das ungern im Bus, auf dem Weg zur und auch mehr schlecht als recht bei der Arbeit machen kann, bleibt dafür ja zu Hause nicht mehr so viel Zeit. Umso praktischer, wenn man dann 2 verschiedene Tätigkeiten, in dem Fall das Hören des Podcasts und dem Spielen eines Videospiels, zeitgleich verrichten kann. Ungünstig ist das allerdings, wenn man storylastige Spiele in dieser Kombination spielen möchte. Da bekommt man weder von der Story noch vom Podcast so wirklich etwas mit. Dadurch muss ich mich also entscheiden, was ich jetzt lieber machen möchte. Und oftmals ist die Hören- und Spielen-Variante die einfachere und deutlich entspannter. Ich muss mich nicht lange wieder daran erinnern, wo ich das letzte Mal in der Story aufgehört hatte, welche Mission gerade aktiv war und wo ich eigentlich hin wollte. Dann lieber einen Podcast anschmeißen und ein Spiel starten, das sich gut dazu eignet, es nebenher zu spielen. FIFA ist da weit vorn mit dabei, aber auch Rennspiele und Strategiespiele eignen sich sehr gut dazu. Es folgt ein Fun Fact. Selbst bei den Aufnahmen für diese Videoschnipsel im Hintergrund habe ich nebenbei am Handy einen Podcast gehört. So sehr ist das alles schon in mir drin. Fun Fact zu Ende. Bei Red Dead Redemption 2 kommt noch hinzu, dass die PlayStation in einem anderen Zimmer als mein PC steht. Ich mich also von diesem erstmal losreißen müsste, um das Spiel auf der Konsole zu starten. Und das ist nicht so einfach, bietet das Internet doch stundenlange Unterhaltung und somit einen sehr großen Sog. Ihr seht, das Problem scheint über die Jahre tief in mir verwurzelt zu sein und das Nachdenken darüber fühlt sich für mich irgendwie nicht so cool an. Bin ich doch einer, der gerne Spiele dafür lobt, dass sie eine gute Geschichte erzählen und mich emotional packen können. Nur dass ich diesen Aspekt schon seit längerem nicht mehr voll und ganz an mich herangelassen und diese Spiele schlicht zu wenig gespielt habe. Um das zu ändern, nehme ich mir vor, ab jetzt einen Monat meinen zweiten Bildschirm und die Podcasts beim Spielstart auszuschalten und häufiger mal das Zimmer zu wechseln, um auch auf der Konsole zu spielen, damit ich endlich wieder richtig spiele. Ob ich das schaffe und was es bewirkt, weiß ich noch nicht, aber ich werde euch nach dem Monat meine Erkenntnisse unterbreiten. Wenn ihr ähnliche Probleme wie ich habt, lasst es mich und die anderen in den Kommentaren wissen. Außer ihr spielt gerade, dann konzentriert euch besser mal darauf. Ja Mensch, dieses Video ist mithilfe von Podcasts und 2 Monitoren entstanden. Hier findet ihr noch weitere, die auf diese Art produziert wurden. Tschüss!